Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute eine absolute Weltpremiere, denn ich zeige euch heute das Vigant Replay Board für den Flipper Zero. Eine absolute Weltpremiere, ein Board, was es bisher so noch nicht gegeben hat. Ja, es ist das perfekte Tool, um hier mit eurem Flipper Zero Vigant-basierte Systeme zu testen. Also für Sicherheitsforscher, für Red Teamer, aber auch für Hardware-Analysten könnt ihr euch hier mit Vigant-basierten Systemen wie zum Beispiel solchen Kartenzutrittsterminals beschäftigen. Diese Kartenzutrittsterminals kann man ja unter anderem hier auch mit NFC-Token steuern, die man auch sehr leicht mit dem Flipper Zero natürlich kopieren kann. Ja, doch das Vigant Replay Board für den Flipper Zero macht das Ganze komfortabel und ihr könnt hier die Kommunikation direkt euch mit dem Flipper Zero anschauen, überwachen und auch Replay-Funktionen nutzen. Ja, wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns unter anderem auch in einer Live-Demo an. Das Tool könnt ihr exklusiv in meinem Shop kaufen. Ich habe euch unten in die Videobeschreibung einen Link zu meinem Shop hinzugefügt. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dort einfach mal vorbeischaut. Und wir schauen uns jetzt das Tool mal genauer an, was die Hardware so leistet und was hier auch die Flipper-App dazu kann. Es gibt nämlich eine exklusive Flipper-App dazu und wie das Ganze in der Live-Demo arbeitet, das schauen wir uns jetzt nach dem Intro an. Ja, zunächst schauen wir uns einfach mal die Hardware von dem Tool an. Ich baue das jetzt hier schon mal drauf auf den Flipper Zero. Hier oben, es trägt wirklich fast nicht auf. Es ist hier wirklich sehr kompakt das Ganze. Und was das für eine Hardware ist, was wir damit machen können, das zeige ich euch jetzt. Ja, das Vigant Replay Board ist von mir für den Flipper Zero exklusiv entwickelt worden. Weltpremiere gab es davor noch nicht. Und es ist hier wirklich sehr klein gehalten, dass es hier nicht wirklich viel an der Höhe aufträgt. Es ist auch so designt, dass die Pinleisten hier entsprechenden Platz haben, dass das Board auch sehr gut hier mit der Hülle genutzt werden kann. Vom Design her ganz einfach. Wir haben lediglich 3 Anschlussmöglichkeiten. Die Anschlussmöglichkeiten sind auch hier entsprechend beschriftet. Wir haben weiß, grün und ground, denn wir können hier auf eine zusätzliche Spannungsversorgung verzichten, denn der Flipper Zero wird ja schon von sich aus mit Strom versorgt. Optional hat das Board hier einen 5 Volt Pin. Damit könnte ich zum Beispiel optional auch das ESP RFID Tool mit Strom versorgen, indem ich hier einfach die Datenleitung verbinde plus hier die Spannung vom Flipper Zero noch übernehme und dann kann ich hier eine Art Standalone Unit mir hier bauen. Ja, vom Aufbau ist das Ganze in SMD Technik gebaut, aber das Ganze gibt es auch noch in einer Version zum selberlöten. Dann schaut das Ganze so aus. Wir haben das Ganze mit verdrahteten Komponenten. Das ist auch mal ein super Projekt zum selber machen. Wer sein erstes Flipper Zero Board mal selber löten will, für den würde sich diese Do-it-yourself-Variante empfehlen. Ja, nachdem wir uns jetzt die Hardware angeschaut haben, starten wir jetzt gleich mit einer Live-Demo, denn wir werden jetzt hier mein Vigant Replay Board mal in Aktion sehen, wie es hier zusammen mit einem echten Zutrittsterminal arbeitet. Let's go! Ja, ich zeige euch heute, wie ihr mit dem Vigant Replay Board und eurem Flipper Zero solche Türzutrittssteuerung mal auf eine ganz andere Art testen könnt. Ja, das Vigant Replay Board, was ich anbiete, gibt es in 2 verschiedenen Varianten. Die untere Variante hier ist fertig vorgelötet mit SMD-Komponenten und diese zweite Variante gibt es bei mir im Shop zum selberlöten mit verdrahteten Bauteilen.
Ja, jeder, der schon mal ein Flipper Zero Board selber löten wollte, den biete ich hier somit auch eine Do-it-yourself-Version an. Ja, wir werden heute dieses Board verwenden und bevor wir das Board verwenden können, müssen wir uns um die Verdrahtung kümmern. Ja, die richtigen Anschlüsse sind hier auf dem Board direkt aufgezeichnet und ich habe hier schon entsprechende Kabel vorbereitet. Somit werde ich hier als erstes mal die Verkabelung aufbauen. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen, möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Ja, das war's in dem Sinne schon. Außer Ground und den zwei Vigant-Datenleitungen, die grüne und die weiße Datenleitung, brauchen wir hier nichts, denn unser Flipper Zero, der hat ja selber eine Batterie, sodass wir hier lediglich mit den Datenleitungen und Ground entsprechend arbeiten können. Bevor wir jetzt hier starten können, müssen wir uns jetzt erstmal den Laser anschauen und schauen, wie wir hier den ganzen anschließen können. Ja, die Laser können grundsätzlich verschraubt, verklebt sein. Ja, in meiner Demo-Version hier in dieser Fake-Wand habe ich den Laser hier nur eingeklickst. Deswegen kann ich den hier mit etwas Druck aus der Halterung lösen und ich kann hier auf die freiliegende Verkabelung zugreifen. Zunächst werde ich hier die mal lösen und wir schauen uns mal an, wie der Laser hier verkabelt ist. Ja, so schaut das Ganze aus. Der Laser bietet hier auch noch verschiedene andere Anschlussmöglichkeiten, aber er ist in diesem Sinne hier nur mit 4 Adern mit der grünen und weißen Vigant-Leitung als Spannung und Ground versorgt. Das Ganze führt dazu, dass wenn ich jetzt hier einen Chip auflege, er dann im Hintergrund, also im gesicherten Bereich, die Steuerung sagt, ja, du darfst hier mit dem Chip rein und er öffnet dann das Schloss und sperrt es danach wieder. Genau an dieser Stelle hier, wo die Datenleitungen durchgeführt werden, da werden wir jetzt hier mit meinem Vigant Replay Board ansetzen. Ja, als erstes stecke ich mein Vigant Replay Board hier oben in den GPIO Header und ich muss das entsprechend verkabeln. Das mache ich jetzt als nächstes. So, ich habe jetzt mein Flipper Zero Vigant Replay Board mit der Türzutrittssteuerung entsprechend verkabelt. Wichtig, nicht mit der Spannung verbinden, denn Türzutrittslaser arbeiten mit 12 oder 18 oder 24 Volt und eine direkte Spannungsverbindung mit dem Flipper Zero oder dem Board könnte euren Flipper Zero beschädigen. Ja, zur Nutzung von dem Board gibt es eine spezielle App. Ich blende euch hier oben auch nochmal den Bildschirm vom Flipper Zero ein, damit ihr das Ganze auch etwas besser mitverfolgen könnt. Unter GPIO habe ich hier die Vigant Reader App schon mal abgelegt. Und Instructions sieht man auch, das ist die richtige Version. Das ist in meinem Fall die Version 1.5 und man sieht hier von Raik Schneider Einstein 2150 und da gibt es auch nochmal ein paar kleine Hinweise zur Verkabelung von dem Ganzen. Ja, wer hier bereits mein ESP RFID Tool Version 2 Pro nutzt, für den bietet das Board auch die Möglichkeit, hier mit diesem 5 Volt Pin, der an der Seite
keinen Pin-Header hat, auch direkt die Möglichkeit, dieses Board mit Spannung zu versorgen. So kann man so ein kleines Standalone-Gerät bauen, aber das möchte ich mal in einem separaten Video anschauen. Heute schauen wir uns einfach an, wie wir hier mit dem Vigant Replay Board diese Türsteuerung entsprechend analysieren können. Deswegen gehe ich jetzt hier raus und im ganz normalen Read-Mode wartet jetzt das Board darauf, dass hier Daten über die Vigant-Leitung zur Steuereinheit laufen. Deswegen lege ich jetzt mal hier den Chip auf und wir schauen mal, was unsere Flipper Zero App sagt. So, es wurde ein Chip aufgelegt, die Türsteuerung hat auf grün geschaltet und wir sehen jetzt hier, dass das Vigant Replay Board entsprechend einen 35-Bit Vigant Datenstrom erfasst hat. Der ist ja auch hier nochmal dargestellt. Er weist auch nochmal Facility und Cardcode aus und entsprechend hier die Pulsweiten. Ich kann diesen Vigant-Datensatz entsprechend speichern, indem ich hier mit links klicke. Das spare ich mir jetzt aber, denn der einfachste Weg ist hier mit dem mittleren Knopf einen Replay-Angriff durchzuführen. Dazu drücke ich den mittleren Knopf und diese gecapturten Daten werden erneut ausgesendet. Das mache ich jetzt. Ich drücke drauf und peng, geht die Türzutrittssteuerung auf. Ja, mit dem Board könnt ihr sämtliche verschiedenen Kartendaten oder auch PIN-Code-Daten. Mein Türzutrittsleser unterstützt leider keinen reinen PIN-Code, wenn es hier externe Steuerung ansteuert, aber der Vigant Reader würde auch entsprechende Tastatureingaben analysieren und aufzeichnen können. Mit Klick auf Zurück wartet er dann auf das nächste Signal und ich gehe aber trotzdem nochmal raus und ich zeige euch nochmal die nächste Funktion. Scan with Autosave ist eine Funktion, die hier im Badge im Hintergrund permanent lauscht, was für Daten über die Leitung gesendet werden. Das heißt, jedes Mal, wenn jetzt hier irgendein Zutritt erfolgt, vibriert er ganz kurz und er legt automatisch einen Datensatz an und speichert den. Auch jede Tasteneingabe würde hier synchron dazu immer in einzelne Dateien nacheinander vom Flipper Zero aufgezeichnet werden. Ja, ich kann hier auch mittels Load bereits zuvor gespeicherte Datensätze aussenden. Ich nehme hier einfach mal diesen ersten Satz als Beispiel. Dabei handelt es sich zum Beispiel hier um einen 8-Bit Vigant-Datensatz. In dem Fall war es ein Tastendruck und den kann ich hier dann einfach mit Play mit Mitte einfach aussenden. In meinem Fall ist natürlich diese Taste allein führt nicht dazu, dass die Türsteuerung öffnet. Ist jetzt hier nur zur Demonstration. Ja, das wie gesagt eine relativ einfache Lösung hier, beliebige Datenströme bei so einer Türzutrittssteuerungseinheit mit meinem Vigant Replay Board zu analysieren. Ja, schon cool, wie einfach man hier mit dem Vigant Replay Board und dem Flipper Zero zusammen an solchen Vigant-basierten Systemen arbeiten kann. Ja, ich habe euch unten in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Shop hinzugefügt. Dort findet ihr auch nochmal eine ausführliche Erklärung zum Vigant Replay Board und dort findet ihr auch den Link zum GitHub Repo, wo ich die Flipper App auch für euch zum Download mit vorbereitet habe. Ja, was sagt ihr hier zu dieser Weltpremiere für den Flipper Zero, das Vigant Replay Board? Lasst es mich unten in die Kommentare wissen. Ich freue mich über eure Meinung. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn ich neue coole Videos rund um die IT-Security für euch veröffentliche. Ja, mich freut es, wenn es auch euch gefallen hat. In diesem Sinne würde es mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Macht es gut, ciao, euer Reik.